Also Leute, ihr werdet nicht glauben, was in diesem Münchner Gerichtssaal passiert ist. Ein Ex-Bundeswehrsoldat wollte sich von seinem Diensthund verabschieden, aber was dann geschah, schockierte wirklich alle. Der Gerichtssaal lag schwer in der Stille. Ihr wisst schon, diese Art von Stille, die sich auf eure Brust legt und das Atmen zu einer Aufgabe macht. Jeder Platz war besetzt und alle Augen waren auf den Mann im Zentrum gerichtet. Feldwebel Klaus Weber saß in seinem Rollstuhl, gekleidet in seine makellose Bundeswehruniform. Die Medaillen auf seiner Brust glinsten unter den harten Neonlichtern, während seine Hand fest den Gurt des Hundes neben ihm umklammerte. Rex, ein prächtiger deutscher Schäferhund mit einer ruhigen, aber wachsamen Ausstrahlung, sah für alle anderen wie jeder andere Bundeswehrdiensthund aus. Aber für Klaus war er so viel mehr. Er war Familie, echt jetzt. Die beiden hatten Jahre zusammen verbracht, Seite an Seite in Afghanistan, durch Explosionen, Feuergefechte und die dunkelsten Momente, die ein Mensch durchleben kann. Klaus' Kiefer verkrampfte sich, als der Richter ihn mit einer Mischung aus Respekt und Bedauern ansprach. Der Mann auf der Richterbank erinnerte ihn daran, dass dies möglicherweise seine letzte Chance sei zu sprechen, seine letzte Gelegenheit für Rex zu kämpfen. Krass, wie das System funktioniert, oder? Die Bundeswehr hatte nämlich entschieden, dass Rex versetzt werden sollte, als Staatseigentum betrachtet, das für eine andere Mission benötigt wurde. Stellt euch vor, nach Jahren, in denen sie gemeinsam ihr Leben riskiert hatten, fühlte sich der Gedanke, Rex jetzt zu verlieren, wie ein grausamer Verrat an. Klaus hatte bereits so viel verloren, seine Beine, seinen aktiven Dienst, seine Unabhängigkeit. Rex war das Einzige, was ihm geblieben war. Klaus' Hände zitterten, als er seinen Griff am Lederriemen anpasste. Rex spürte auch die Anspannung, seine Ohren zuckten nervös, seine dunklen Augen wanderten durch den Raum. Seine Stimme war kaum stabil genug zum Sprechen. »Euer Ehren«, begann Klaus, sein Ton rau vor unterdrückter Emotion. »Rex ist nicht nur ein militärisches Hilfsmittel. Er hat mein Leben auf eine Weise gerettet, die hier niemand verstehen könnte.« Klaus holte tief Luft und fuhr fort. »Im Einsatz hat er mich aus der Gefahr gezogen, mich vor Gewehrfeuer geschützt, mich sogar vor versteckten Sprengfallen gewarnt, bevor ich sie sehen konnte. Und als ich nach Hause kam, als ich nicht einmal mehr in den Spiegel schauen konnte, war Rex da. Er gab mir einen Grund, weiterzumachen.« Krass, oder? Die Zuschauer im Saal tappen sich schon die Augen ab, aber wartet ab, das wird noch viel, viel verrückter. Was nämlich als einfacher Abschied geplant war, sollte sich in etwas völlig anderes verwandeln. Der Raum blieb völlig still, die Luft dick von unausgesprochener Sympathie. Einige Zuschauer tupften sich die Augen ab, während andere Blicke tauschten, ihre Gesichter eine Mischung aus Mitleid und Empörung. Also echt jetzt, wer würde nicht emotional werden bei so einer Geschichte? Der Richter behielt sein neutrales Gesicht bei. Seine Augen studierten Klaus einen langen Moment lang, bevor er sich nach vorne lehnte, bereit, sein Urteil zu verkünden. Die Spannung im Raum war zum Schneiden. Ihr kennt das sicher, diese Momente, wo die Zeit stillzusteht. Aber bevor die Worte seine Lippen verlassen konnten, passierte etwas völlig Unerwartetes. Rex stand abrupt auf und riss den Riemen aus Klaus' zitternden Händen frei. Der Hund bewegte sich zum Richter hinüber und bellte scharf. Seine Stimme hallte durch den Gerichtssaal. Die Menge schnappte nach Luft und die Justizwachtmeister traten instinktiv vor, obwohl Rex keine Anzeichen von Aggression zeigte. Seine Beller waren beharrlich, zielgerichtet, als ob er versuchen würde, etwas Dringendes zu kommunizieren. »Rex«, rief Klaus, seine Stimme brach vor Panik, aber tief in seinem Inneren wusste er hatte dieses Verhalten schon unzählige Male auf dem Schlachtfeld gesehen. Rex bellte nicht einfach nur, er alarmierte. Krass, oder? Stellt euch vor, was da durch Klaus' Kopf ging. Das Gemurmel im Gerichtssaal wurde lauter. »Was ist los mit dem Hund?« flüsterte jemand aus der hinteren Reihe. Klaus' Brust zog sich zusammen, als er sich in seinem Rollstuhl nach vorne rollte. Seine Stimme zitterte. Er bellt nicht einfach nur. Er macht das nur, wenn Gefahr da ist. Er versucht uns vor etwas zu warnen. Der Richter erstarrte, sein Hammer vergessen in seiner Hand, seine Augen auf Rex gerichtet. Der Raum verstummte wieder, außer Rex' Bellen, das wie ein Herzschlag widerhallte. Was auch immer Rex spürte, es ging nicht nur um Klaus. Der Hund wusste etwas, was sonst niemand wusste. Und zum ersten Mal an diesem Tag spürte Klaus einen Funken Hoffnung. Das war nicht nur ein Abschied. Etwas Größeres war im Begriff, sich zu entfalten. Und Rex war beschlossen, sie alle zum Sehen zu bringen. Die Leute im Saal wurden nervös. Ihr wisst schon, wenn plötzlich nichts mehr normal erscheint. Also Leute, wenn ihr dachtet, das wäre schon verrückt, wartet ab, was als nächstes passiert.
Rex' Instinkte haben noch nie getäuscht. Der Raum war stumm bis auf Rex' unerbittliches Bellen. Jeder scharfe Laut hallte im weiten Gerichtssaal wider, prallte von den dunklen Holzwänden ab und schnitt durch die Spannung wie eine Klinge. Rex' Haltung war niedrig, seinen Körper angespannt, die Ohren zurückgelegt und die Augen fest auf die Richterbank gerichtet. Klaus' Griff verstärkte sich an den Armlehnen seines Rollstuhls, als er den Hund beobachtete. Das war kein zufälliges Bellen, Rex' Körpersprache war unverkennbar. Er hatte etwas entdeckt. Klaus' Herz hämmerte, ein Adrenalinstoß erinnerte ihn an Momente auf dem Schlachtfeld. Aber das hier war kein Krieg, das sollte ein Gerichtssaal sein, ein Ort der Ordnung. »Rex, bei Fuß«, rief Klaus, seine Stimme fest, aber zitternd. Rex warf ihm kurz einen Blick zu, sein Blick scharf, als wolle er seinem Partner versichern, dass er die Kontrolle hatte. Dann wandte er ohne zu zögern seinen Fokus wieder ab und ging in kurzen, gezielten Schritten vor der Richterbank auf und ab. Seine Beller veränderten sich zu tiefen, gutturalen Knurren, die einen Schauer durch den Raum sandten. Die Zuschauer begannen nervös zu murmeln. Die frühere Sympathie für Klaus verwandelte sich in spürbare Unruhe. »Herr Weber«, sagte der Richter, sein Ton voller Irritation, »bringen Sie Ihren Hund unter Kontrolle, oder ich muss...« »Your Ehren«, unterbrach Klaus, seine Stimme lauter, stabiler, obwohl sich seine Brust vor Angst zusammenzog. »Rex benimmt sich nicht schlecht. Er ist darauf trainiert, Bedrohungen zu erkennen. Bomben, Sprengstoff, Gefahr. Er würde sich nicht so verhalten, es sei denn, er spürte, dass etwas nicht stimmt.« Der Raum verstummte wieder, als Klaus' Worte sich setzten. Seine Erklärung veränderte die Atmosphäre und ersetzte Skepsis durch ein schleichendes Gefühl des Grauens. »Also Leute, stellt euch vor, wie die Stimmung umschlug.« Bevor jemand antworten konnte, hörte Rex plötzlich auf zu bellen. Die abrupte Stille war erschütternd, fast ohrenbetäubend. Rex' Körper wurde völlig starr, als sein Kopf zum anderen Ende des Gerichtssaals schnappte. Seine Ohren stellten sich scharf auf und ein tiefes, bedrohliches Knurren rollte aus seiner Brust. Der Wechsel war so plötzlich, so intensiv, dass sogar der Richter erstarrte. Alle Augen wandten sich zu den schweren Holztüren, die zum Gerichtssaal führten. Eine kollektive Unruhe legte sich über den Raum und das Gemurmel verwandelte sich in panische Flüstern. Klaus' Atmung verschleunigte sich, als er Rex' Blickrichtung folgte. Sein Puls donnerte in seinen Ohren. Er hatte genau dieses Verhalten schon einmal gesehen. Auf dem Schlachtfeld Momente bevor Rex einen vergrabenen Sprengstoff aufdeckte oder einen feindlichen Hinterhalt signalisierte. »Rex«, flüsterte Klaus, seine Stimme brach vor Anspannung. »Was ist da?« Rex bewegte sich nicht. Sein ganzer Körper blieb wie eingefroren, sein Knurren wurde tiefer und vibrierte durch die Luft wie eine Warnung. Was auch immer für eine Gefahr er entdeckt hatte, es war nicht länger nur eine Bedrohung für Klaus, es war etwas, das alle in diesem Raum in Gefahr bringen konnte. Krass, oder? Die Situation eskaliert total, aber das ist noch nichts gegen das, was gleich passieren wird. Das tiefe Knurren von Rex hallte durch den Gerichtssaal wie entfernter Donner und ließ alle erstarren. Alle Augen waren auf den Hund gerichtet, sein Körper angespannt, sein Blick fest auf die schweren Holztüren am anderen Ende des Raumes gerichtet. Sogar der Richter, der noch vor Momenten bereit gewesen war, Klaus zu rügen, schien jetzt unsicher. Sein Hammer blieb vergessen in seiner Hand, als er unruhige Blicke mit den Justizwachtmeistern tauschte. Die Luft fühlte sich elektrisch an, dick von einer Spannung, die niemand erklären konnte. Klaus' Atem ging schneller, seine Hände umklammerten die Armlehnen seines Rollstuhls, als würde er sich auf eine Explosion vorbereiten. Er hatte das schon zu oft gesehen, auf dem Schlachtfeld. Rex' Instinkte waren der Unterschied zwischen Leben und Tod gewesen. Seine Warnung hatte immer nur eines bedeutet: Gefahr war nah, sehr nah. »Bleiben Sie ruhig«, murmelte Klaus vor sich hin, aber die Worte fühlten sich selbst für ihn hohl an. Die Justizwachtmeister, unsicher wie sie vorgehen sollten, zögerten bei der Richterbank. Einer von ihnen, ein Mann mit breitem Rahmen und wachsamen Ausdruck, trat schließlich vor, seine Hand ruhte auf der Waffe an seiner Hüfte. »Das ist nur ein Hund, oder?«, murmelte er, obwohl seine Stimme seinen eigenen Zweifel verriet. Reagiert wahrscheinlich auf den Lärm oder die Menge. Aber auch während er sprach, waren seine Schritte vorsichtig, seine Bewegungen bewusst. Klaus schüttelte den Kopf, seine Stimme hob sich gerade genug, um durch das Gemurmel der Menge zu schneiden. Nein, Rex reagiert nicht auf Lärm oder Menschen so. Er ist darauf trainiert, Gefahr zu spüren, Dinge, die wir nicht sehen können.
»Vertraut mir, wenn er so knurrt, gibt es einen Grund.« Seine Worte hingen in der Luft, und für einen Moment bewegte sich niemand. Der Richter, sichtlich beunruhigt, nickte schließlich den Justizwachtmeistern zu und bedeutete ihnen, die Tür zu untersuchen. Rex' Knurren wurde lauter, als sich die Justizwachtmeister der Tür näherten. Der größere Mann streckte zögernd die Hand aus, seine Hand umfasste den Metallgriff. Für einen Moment schien der Raum den Atem anzuhalten. Klaus' Herz hämmerte, als er beobachtete, wie jeder Muskel in seinem Körper sich vor Erwartung spannte. Rex' Körper blieb starr, seine Knurren verwandelten sich in eine Reihe scharfer, abgehackter Beller, als der Griff sich drehen begann. Die Tür knarrte auf und enthüllte den dunklen Flur dahinter. Zuerst schien er leer, aber Rex' Bellen intensivierte sich nur. Seine Augen waren auf etwas Unsichtbares gerichtet. Der größere Justizwachtmeister trat einen Schritt in den Flur, seine Hand immer noch an seiner Waffe. Er blickte zurück zum Gerichtssaal, sein Gesicht blass, und wandte sich dann nach vorne. Eine Sekunde später durchbrach seine Stimme die Stille. »Da ist etwas hier!« Klaus' Puls verschleunigte sich, als er sich in seinem Stuhl nach vorne lehnte, seine Brust eng vor Angstzuständen. Was auch immer das Etwas war, das der Justizwachtmeister gesehen hatte, es war genug, um Rex' Instinkte zum Leben zu erwecken. Und Klaus wusste besser als jeder andere, Rex lag nie falsch. Er ahnt es schon. Das wird jetzt richtig heftig. Was Rex da gespürt hat, das ist erst der Anfang von etwas viel Größerem. Die Luft im Gerichtssaal schien schwerer zu werden, als ob die Spannung selbst den Sauerstoff aus dem Raum zog. Rex' Bellen hallte scharf wider. Jeder Laut prallte von den Holzwänden ab. Sein Körper blieb in einer Position purer Wachsamkeit gesperrt. Muskeln angespannt, Kopf tief und sein Blick wie ein Laser auf den dunklen Flur jenseits der offenen Tür gerichtet. Der größere Justizwachtmeister, nun sichtlich unruhig, machte einen weiteren zögernden Schritt nach vorne. Seine Stiefel klickten leise gegen den Fliesenboden, sein Körper steif vor Vorsicht, als würde er erwarten, dass etwas aus den Schatten hervorspringen könnte. »Was geht da draußen vor?« forderte der Richter. Seine Stimme brach leicht, trotz seines Versuchs, Autorität zu bewahren. Er umklammerte den Hammer fest, seine Knöchel blass, während seine Augen nervös zwischen dem Türweg und Rex hin und her wanderten. Rex' Knurren vertieften sich, ein tiefes, bedrohliches Grollen, das durch den Gerichtssaal vibrierte und Schauer über die Wirbelsäulen aller Anwesenden sandte. Der größere Justizwachtmeister blickte zurück zum Raum, sein Gesicht blass und angespannt vor Unsicherheit. »Ich sehe nichts«, sagte er zögernd, seine Worte gemessen, »aber etwas fühlt sich nicht richtig an.« Sein Blick wandte sich zurück zum Flur, seine Stirn runzelte sich, als würde er versuchen, seine eigenen Zweifel abzuschütteln. »Es ist ruhig. Zu ruhig.« Seine Stimme war kaum über einem Flüstern, aber sie trug durch den stillen Raum wie ein Schuss. Klaus lehnte sich in seinem Rollstuhl nach vorne, sein Magen verknotete sich. Er hatte diese Worte schon einmal gehört, zu ruhig, unzählige Male auf dem Schlachtfeld, und sie hatten immer einer Katastrophe vorausgegangen. Seine Stimme erhob sich und schnitt durch das steigende Gemurmel der Menge. »Rex reagiert nicht auf nichts. Wenn er sich so verhält, gibt es einen Grund. Wir müssen den Raum jetzt evakuieren.« Sein Befehl klang mit Dringlichkeit, aber die Zuschauer erstarrten, gelähmt von Angst und Verwirrung. Der kleinere Justizwachtmeister trat vor, zog eine Taschenlampe von seinem Gürtel und richtete den Strahl in den Flur. Das helle Licht schnitt durch die Schatten und beleuchtete die Länge des polierten Bodens. »Da ist nichts«, murmelte er, sein Ton unruhig. »Es ist nur ein leerer Flur.« Aber selbst während er sprach, zitterte seine Hand leicht und verriet seine ruhige Fassade. Rex jedoch war alles andere als ruhig. Das Knurren des Hundes wurde nur lauter, sein Bellen frenetischer, als sein Körper sich nach vorne spannte und fast den Riemen aus Klaus' Griff riss. Plötzlich hallte ein scharfer metallischer Schlag den Flur hinunter. Das Geräusch war unverständlich und erschütternd in der erstickenden Stille. Der kleinere Justizwachtmeister zuckte zusammen, sein Taschenlampenstrahl zitterte, als er instinktiv zurücktrat. Rex stürzte in Richtung des Geräusches vor und bellte wild, seine Klauen kratzten über den Boden, als er gegen seinen Riemen kämpfte. Keuchen brachen aus dem Gerichtssaal aus und Panik begann durch die Menge zu fließen. Der größere Justizwachtmeister zog instinktiv seine Waffe, seine Stimme angespannt vor Alarm. Was zum Teufel war das? Klaus' Herz hämmerte in der Brust, als er seine Stimme über das Chaos erhob. »Holt Rex zurück«, schrie er. Seine Stimme zitterte vor einer Mischung aus Angst und Gewissheit.
Er liegt nie falsch. Da kommt etwas. Aber bevor jemand reagieren konnte, hallte der metallische Schlag wieder. Lauter diesmal, als ob das, was ihn verursacht hatte, jetzt viel näher war. Die Luft fühlte sich geladen an, aufgeladen mit einer unsichtbaren Energie, die eine Welle des Grauens durch den Raum sandte. Was auch immer Rex gespürt hatte, es war nicht länger eine Frage des Ob, es war jetzt eine Frage des Wann. Der metallische Schlag hallte wieder, schärfer, näher, wie ein Alarm, der in den Tiefen des Flurs klingelte. Die Spannung im Gerichtssaal schnappte enger, das Gewicht des Unbekannten drückte auf alle Anwesenden. Rex bellte wild, sein Körper zerrte gegen den Riemen, als auf sein purer Wille durch die Tür drängen und sich dem stellen könnte, was auch immer da draußen war. Klaus umklammerte den Riemen fest, seine Knöchel weiß, sein Puls in seinen Ohren rasend. Er konnte es jetzt auch fühlen. Etwas war falsch. Etwas kam. Der größere Justizwachtmeister trat vollständig in den Flur, seine Waffe gezogen und seine Augen den schwach beleuchteten Korridor abtastend. Sein Partner folgte vorsichtig, die Taschenlampe zitterte leicht in seiner Hand. Der Strahl schnitt durch die Dunkelheit, aber der Flur schien leer, still und ruhig. Doch Rex' Bellen ließ nicht nach, seine Knurrer wurden tiefer, beharrlicher. Klaus' Instinkte schrien ihn an zu handeln, eine Evakuierung zu fordern, aber er konnte bereits die Angst im Raum sehen, die lähmte. Niemand bewegte sich. »Seht ihr etwas?« rief der Richter. Seine Stimme brach, als er sich in seinem Sitz nach vorne lehnte. Der Hammer zitterte leicht in seiner Hand, und seine übliche Autorität war durch eine unverkennbare Angst ersetzt. Der größere Justizwachtmeister blickte über seine Schulter, sein Gesicht blass und schweißglänzend. »Noch nichts«, sagte er, seine Stimme tief, aber angespannt, als hätte er Angst, dass zu laut sprechen das provozieren könnte, was auch immer lauern mochte. Aber es fühlt sich nicht richtig an. Er machte einen weiteren Schritt nach vorne, das Gewicht seiner Stiefel hallte den Flur hinunter. Die Zuschauer im Gerichtssaal flösterten nervös, einige umklammerten ihre Habseligkeiten, andere rückten zu den Ausgängen. Die unruhige Energie im Raum breitete sich wie ein Lautfeuer aus. Klaus rollte sich leicht nach vorne, seine Augen auf Rex gerichtet, der wieder verstummt war. Die Ohren des Hundes waren starr, sein Körper bewegungslos, seine Augen immer noch auf die offene Tür gerichtet. »Rex ist auf etwas fixiert«, sagte Klaus, seine Stimme zitternd. »Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist da.« Und dann, gerade als der größere Justizwachtmeister den Halbwegpunkt im Flur erreichte, bewegte sich ein Schatten. Es war kurz, kaum wahrnehmbar, aber es reichte, um den kleineren Justizwachtmeister rückwärts stolpern zu lassen. Sein Taschenlampenstrahl zuckte wild. »Da!« schrie er, seine Stimme voller Panik. Der größere Justizwachtmeister erstarrte, seine Waffe schnappte hoch, zielte in die Dunkelheit. Rex brach wieder in Bellen aus, stürzte so hart gegen seinen Riemen, dass Klaus' Griff fast nachgab. »Zurück!« schrie Klaus, seine Stimme hallte im Gerichtssaal. »Kommt da raus!« Der Richter schlug seinen Hammer, versuchte die Ordnung wiederherzustellen, aber das Geräusch wurde vom wachsenden Chaos verschluckt. Und dann kam aus der Dunkelheit des Flurs ein weiteres Geräusch, ein schwerer, bewusster Schritt. Er war nicht gehetzt, nicht eilig, er war ruhig, und er kam näher. Rex' Bellen verwandelte sich in ein Knurren, seine Zähne entblößt, als sein Körper sich mit unerlässlicher Kraft nach vorne drückte. Klaus spürte, wie sich seine Brust zusammenzog, als Grauen über seinen Körper überflutete. Was auch immer in diesem Flur war, es hatte es nicht eilig, es versteckte sich nicht, es kam direkt auf sie zu, und es wollte gesehen werden. »Leute, das ist kein gutes Zeichen.« Der schwere Schritt hallte lauter, als der Gerichtssaal ertragen konnte, und schnitt durch das wachsende Chaos wie eine Klinge. Rexes Knurren erfüllte die Luft, sein Körper zog gegen den Riemen mit solcher Kraft, dass Klaus sich in seinem Rollstuhl verankern musste, um nicht nach vorne gerissen zu werden. Die Spannung war jetzt erstickend, jedes Augenpaar auf den dunklen Flur gerichtet, die Quelle des Geräusches, dem sich niemand stellen wollte. »Alle bleiben ruhig«, schrie der Richter und schlug wieder seinen Hammer. Aber der Befehl verhallte ungehört. Die Leute erhoben sich von ihren Sitzen, umklammerten ihre Taschen, als ob das Festhalten an etwas sie vor der unbekannten Bedrohung retten könnte. Der größere Justizwachtmeister stand im Flur erstarrt, seine Waffe erhoben und in die Dunkelheit gerichtet. Sein Partner blieb hinter ihm, die Taschenlampe zitterte nervös in seiner zitternden Hand. Klaus' Stimme durchbrach den zunehmenden Lärm. »Kommt da raus«, schrie er, sein Ton scharf und dringend. »Was auch immer es ist nicht sicher.« Seine Worte schnitten wie ein Messer,
Aber der größere Justizwachtmeister bewegte sich nicht. Stattdessen kniff er in den schwach beleuchteten Korridor, sein Kiefer angespannt. Und dann bewegte sich der Schatten wieder. Diesmal war er unverkennbar, langsam, bewusst, zielgerichtet. Der kleinere Justizwachtmeister keuchte hörbar. Seine Taschenlampe zitterte in seiner zitternden Hand. Das Licht fing für einen Bruchteil einer Sekunde etwas ein. Eine Silhouette, groß und drohend. Sie verschwand fast so schnell, wie sie erschienen war, zog sich zurück in die Dunkelheit, aber es reichte, um eine Welle der Angst durch den Raum zu senden. Der größere Justizwachtmeister versteifte seinen Griff an seiner Waffe, seine Stimme stetig, aber tief. »Zeigen Sie sich«, bellte er, sein Ton befehlend. »Treten Sie hervor, wo ich Sie sehen kann!« Aber die einzige Antwort war Stille, dicke, bedrückende Stille, die sich eine Ewigkeit zu erstrecken schien. Rexes Bellen erreicht eine Fieberhöhe, seine Zähne entblößt, als sein Körper sich wie eine Feder spannte, bereit zu springen. Und dann geschah es. Die Gestalt trat ins Licht, langsam, ruhig, fast gelassen. Es war ein Mann, sein Gesicht von einer Kapuze verdeckt, seine Hände in den Taschen eines schweren Mantels versteckt. Seine Bewegungen waren bewusst, seine Haltung seltsam entspannt, trotz des Chaos, das er verursacht hatte. Er blieb gerade am Rande des Taschenlampenlichts stehen, sein Kopf leicht geneigt, als wäre er von der Szene vor ihm amüsiert. Rexes Knurren wurde wild, seine Klauen kratzten über den Boden, als Klaus sich anstrengte, ihn zurückzuhalten. »Wer sind Sie?« forderte der größere Justizwachtmeister, seine Waffe auf die Gestalt gerichtet. Der Mann antwortete nicht, stattdessen machte er einen weiteren langsamen Schritt nach vorne, der schwächste Hinweis eines Grinsens unter dem Schatten seiner Kapuze sichtbar. Klaus' Atem stockte in der Brust, als ein überwältigendes Gefühl des Grauens über ihn hinwegspülte. Etwas an dem Mann fühlte sich falsch an. Nicht nur bedrohlich, sondern tief, grundlegend falsch. Also Leute, das ist definitiv nicht gut. Der Raum verfiel in eine betäubte Stille, als der Mann am Rand des Flurs stehen blieb, seine Gestalt teilweise vom unruhigen Strahl der Taschenlampe beleuchtet. Rex' Knurren waren jetzt konstant, tief und guttural, vibrierten durch den angespannten Gerichtssaal. Die Justizwachtmeister hielten ihre Waffen fest, ihre Hände zitterten trotz ihrer jahrelangen Ausbildung. Klaus' Herz hämmerte in seiner Brust, als er den Fremden anstarrte. Die Haltung des Mannes war zu ruhig, zu bewusst, als würde er von der Unruhe leben, die er erschuf. »Treten Sie langsam vor«, befahl der größere Justizwachtmeister, seine Stimme angespannt vor Autorität, obwohl ein Hauch von Angst in seinen Ton sickerte. Der Mann neigte seinen Kopf leicht, sein Gesicht immer noch von der Kapuze verdeckt, und machte dann einen Schritt näher. Seine Stiefel klickten leise gegen den Fliesenboden. Er bewegte sich mit einer unsäglichen Zuversicht, jede Bewegung langsam und kalkuliert, als würde er jeden Moment der Aufmerksamkeit genießen, die jetzt auf ihn gerichtet war. Rex bellte wild und stürzte gegen seinen Riemen vor, seine Krallen kratzten über den Boden. Klaus kämpfte, ihn zurückzuhalten, seine Handflächen schweißnass, als sein Griff sich verstärkte. »Rex weiß es«, murmelte Klaus unter seinem Atem, seine Stimme zitternd. »Er kann es spüren. Er weiß, dass etwas nicht stimmt.« Seine Worte waren nicht laut genug, um die Menge zu erreichen, aber der Richter blickte ihn kurz an, sein Ausdruck eine Mischung aus Angst und Verwirrung. Der kleinere Justizwachtmeister trat vor, Taschenlampe in einer Hand und die andere über seinem Holster schwebte. »Sir«, sagte er, seine Stimme brach leicht, »identifizieren Sie sich jetzt.« Der Mann hob schließlich seinen Kopf, sein Gesicht teilweise unter dem Schatten der Kapuze sichtbar. Seine Augen waren scharf, kalt und durchdringend, hielten eine Intensität, die einen Schauer über Klaus' Wirbelsäule sandte. »Ich bin nicht hier, um jemandem zu schaden«, wiederholte der Mann, seine Stimme ruhig, aber unheimlich hohl. Er griff langsam in seine Tasche, was beide Justizwachtmeister dazu brachte, sich zu versteifen und ihre Waffen weiter zu heben. Keuchen wellten durch den Gerichtssaal, und jemand im hinteren Bereich flüsterte, »Er hat etwas.« Der Raum fühlte sich bereit an zu explodieren, die Spannung wie ein zerbrechlicher Faden, der jeden Moment reißen könnte. Klaus' Instinkte schrien ihn an zu handeln, aber er war erstarrt und umklammerte Rex' Riemen, als wäre es das Einzige, was ihn in dem Moment verankerte. Die Hand des Fremden tauchte aus seiner Tasche auf und hielt etwas Kleines und Metallisches. Die Justizwachtmeister schrien im Unisono, »Lassen Sie es fallen!« Der Mann erstarrte, seine Lippen kräuselten sich zu einem schwachen Grinsen. »Entspannen Sie sich«, sagte er glatt und hielt das Objekt hoch. Es glänzte im schwachen Licht,
und enthüllte sich als einfacher Schlüssel. Aber Klauses Unruhe verstärkte sich nur. Es gab keine Erleichterung in der Luft, kein Gefühl der Sicherheit. Rex Belton ließ nicht nach, sein Fokus auf den Mann gerichtet, als wäre der Schlüssel nichts anderes als eine Ablenkung. Klauses Griff am Riemen verstärkte sich, als er vor sich hin flüsterte: »Es ist nicht das, wonach es aussieht. Er versteckt etwas. Das muss er sein.« Das Lächeln des Mannes wurde breiter, als könnte er Klauses Gedanken hören, und das Grauen im Raum wurde erstickend. Der Raum fühlte sich an, als stünde er kurz vor der Implosion. Alle Augen waren auf den Mann gerichtet, der den Schlüssel hielt, sein Grinsen ein scharfer Kontrast zu der Panik, die sich durch den Gerichtssaal ausbreitete. Rex Bellen war unerbittlich, seine Knurrer tief und guttural, als würde er versuchen, einen Alarm zu ertönen, den niemand ignorieren konnte. Klaus' Hände zitterten, als er seinen Griff am Riemen verstärkte, seine Brust hob sich vor dem Gewicht seiner Instinkte, die lauter schrien als das Chaos um ihn herum. Etwas stimmte nicht, dieser Mann war nicht nur eine Bedrohung, er war die Spitze von etwas viel Größerem, viel Dunklerem. »Lassen Sie den Schlüssel fallen und gehen Sie zurück«, bellte der größere Justizwachtmeister wieder, seine Waffe immer noch auf den Mann gerichtet. Der kleinere Justizwachtmeister rückte näher, Taschenlampe steady, aber sein Gesicht blass vor Unruhe. Der Mann, scheinbar unberührt von den Waffen, die auf ihn gerichtet waren, neigte seinen Kopf leicht. Sein Blick flackerte zu Rex. »Dieser Hund«, sagte er, seine Stimme tief und fast gesprächig, »er ist besonders, nicht wahr? Weiß immer Dinge, bevor sie passieren. Das macht ihn so wertvoll.« Sein Ton war ruhig, aber das Gewicht seiner Worte sandte eine Welle des Grauens durch den Raum. Klaus' Magen fiel. Woher wusste dieser Mann von Rex, von seinen Fähigkeiten, seinen Instinkten? Das Haar im Nacken Klaus stellte sich auf, als er sich zwang zu sprechen. »Woher wissen Sie das?« forderte er, seine Stimme scharf und gleichzeitig zitternd. Rex bellte noch lauter und stürzte gegen den Riemen vor, als würde er versuchen, Klaus vor etwas zu schützen, das nur er sehen konnte. Das Grinsen des Mannes wurde breiter, seine Augen glitzerten mit etwas Finsterem. Der Fremde hob langsam den Schlüssel, seine Bewegungen bewusst, fast höhnisch. »Sie werden es bald genug herausfinden«, sagte er, seine Stimme eisig in ihrer Gewissheit. Und dann, mit einem scharfen metallischen Klick, drehte er den Schlüssel in seine Hand. Das Geräusch war subtil, aber seine Wirkung war sofort. Rex brach in einen Wahnsinn aus und bellte lauter als je zuvor. Bevor jemand reagieren konnte, flackerten die Lichter im Gerichtssaal heftig. Ein Moment purer Dunkelheit fegte durch den Raum, und in der schwarzen Leere konnte Klaus keuchen, Schreie und das Kratzen von Stühlen hören, als die Menschen in Angst umherwandelten. Als die Lichter zurückflackerten, war der Fremde nicht mehr allein. Hinter ihm, aus dem Flur wie Schatten zum Leben erwacht, waren zwei weitere Gestalten. Ihre Gesichter waren verdeckt, aber ihre Bewegungen waren bewusst. Ihre Anwesenheit strahlte Bedrohung. Beide hielten Waffen, scharfe metallische Formen, die das Licht gerade genug einfingen, um ihren Zweck deutlich zu machen. Klaus' Herz raste, als er zu Rex blickte, der jetzt so wild knurrte, dass es fast urwüchtig klang. Was auch immer geschah, es ging nicht länger nur um einen Mann mit einem Schlüssel. Das war etwas viel, viel Größeres, und es hatte gerade erst begonnen. Rex wusste es die ganze Zeit, das hier war nie ein Zufall. »Oh mein Gott«, flüsterte Klaus, »Sie sind wegen Rex hier.« Also Leute, jetzt wird's richtig gefährlich. Der Gerichtssaal stürzte in pures Chaos. Zuschauer drängten zu den Ausgängen, Stimmen erhoben sich in Verwirrung und Angst, während Stühle laut über den Boden kratzten. Die zwei Gestalten hinter dem Fremden bewegten sich weiter in den Raum. Ihre Anwesenheit allein reichte aus, um eine Welle des Grauens durch alle zu senden. Rex bellte unaufhörlich, sein Körper niedrig, jeder Muskel in ihm bereit, nach vorne zu springen. Klaus' Griff am Riemen verstärkte sich, als Adrenalin durch ihn pulsierte. Er wusste ohne den Schatten eines Zweifels, dass der Fremde nicht blöffte. Rex war der Grund, warum sie hier waren. »Alle bleiben ruhig«, schrie der Richter und schlug wieder seinen Hammer, obwohl seine Stimme vom Lärm übertönt wurde, der im Raum anschwoll. Der größere Justizwachtmeister trat vor, hielt seine Position, seine Taschenlampe jetzt auf den Fremden gerichtet. »Bleiben Sie, wo Sie sind«, befahl er, aber der Fremde hörte nicht. Stattdessen machte er einen weiteren, langsamen Schritt nach vorne, seine Bewegungen bewusst, sein Ausdruck unheimlich ruhig, trotz des Chaos, das er verursacht hatte.
Die Gestalten hinter ihm spiegelten sein Tempo wider und verstärkten die erstickende Spannung. Der Fremde sprach schließlich, seine Stimme glatt und gemessen schnitt durch den Lärm. »Niemand muss verletzt werden. Alles, was ich will, ist der Hund.« Seine Worte waren ruhig, aber der Unterton von Autorität in seiner Stimme sandte Schauer über Klaus' Wirbelsäule. Rex knurrte tief, sein scharfer Blick auf den Fremden gerichtet, unerbittlich in seiner Haltung. Klaus' Herz hämmerte in seiner Brust. »Ich lasse ihn nicht«, sagte er stark, aber von Emotionen gesäumt. Er rollte sich leicht näher zu Rex und hielt seine Hand fest am Riemen. »Er ist nicht nur ein Hund, er ist mein Partner, meine Familie. Es ist mir egal, wer Sie sind oder was Sie denken, worauf Sie Anspruch haben, Sie nehmen ihn nicht.« Seine Worte hingen in der Luft, und für einen Moment schien der ganze Raum den Atem anzuhalten. Das Grinsen des Fremden verblasste, seine Augen verengten sich, als er Klaus studierte. »Sie machen das komplizierter, als es sein muss«, sagte er kühl. Sein Blick wandte sich zurück zu Rex. Der schwächste Hinweis von Frustration blitzte über sein Gesicht. »Er ist besonders, das wissen Sie. Aber ihn zu behalten, wird die Dinge nur schwerer für Sie machen.« Klaus' Kiefer schweifte sich, sein Griff fest an Rex' Riemen. »Rex, bleib mit mir«, sagte er fest, seine Stimme unerschütterlich. Um ihn herum schwoll die Murmel der Menge wieder. Einige Stimmen riefen nach Ruhe, während andere aus Angst flüsterten, was als nächstes passieren würde. Die Spannung im Raum fühlte sich unerträglich, jeder Moment erstreckte sich in eine Ewigkeit. Rex bellte wieder scharf und schnappte den Raum zurück in die Gegenwart. Sein Fokus auf den Fremden war absolut, als wüsste er genau, was auf dem Spiel stand. Klaus' Stirn zog sich zusammen, als er sich in seinem Stuhl nach vorne lehnte, bereit, alles zu tun, was nötig war, um das eine Wesen zu schützen, das ihn nie im Stich gelassen hatte. Was auch immer die Absichten des Fremden waren, Klaus war sich einer Sache sicher. Rex ging nirgendwo hin. Und diese Pattsituation war noch lange nicht vorbei. Der Gerichtssaal war dick von Spannung. Jede Person im Raum erstarrt in einem Zustand der Unruhe, als der Fremde bewegungslos dastand, seine Augen auf Rex gerichtet. Die tiefen Knurrer des Hundes rollten wie entfernter Donner, sein Körper immer noch gespannt und bereit, Klaus zu verteidigen. Klaus umklammerte den Riemen mit beiden Händen und starrte direkt den Fremden an. Seine eigene Entschlossenheit spiegelte die unerschütterliche Loyalität seines Partners an seiner Seite wider. Die zwei Gestalten hinter dem Fremden blieben still, ihre Anwesenheit drohend, aber sie rückten nicht länger vor. Es war eine Pattsituation, eine, die sich endlos zu erstrecken schien. Der Richter, der die schwere Stille durchbrach, räusperte sich und sprach mit all der Autorität, die er aufbringen konnte: »Sie haben ein Gericht gestört. Das endet jetzt. Justizwachtmeister, eskortieren Sie diese Männer hinaus.« Seine Stimme zitterte leicht, aber es reichte, um die Spannung wieder entfachen zu wollen. Die Justizwachtmeister, die ihre Fassung wiedergewann, traten vorsichtig vor. Rex ließ einen weiteren scharfen Beller los, seine Zähne entblößt, als seine Augen jede Bewegung der Fremden verfolgten. Der Fremde hob eine Hand langsam und signalisierte seinen Begleitern zu stoppen. Sein Ausdruck veränderte sich, nicht Wut, sondern etwas, das eher Resignation ähnelte. »Das ist nicht vorbei«, sagte er ruhig, seine Stimme trug ein ominöses Gewicht. »Sie denken, das geht nur um den Hund, aber es ist viel größer als das. Sie werden es bald genug sehen.« Er machte einen Schritt zurück, sein Grinsen kehrte zurück, aber es war keine Wärme darin, nur eine kalte, kalkulierende Zuversicht. »Für jetzt gehe ich, aber er gehört uns, Klaus. Und wir werden zurückkommen.« Klaus' Brust zog sich zusammen, sein Griff an Rex' Riemen lockerte nie. »Er gehört niemandem außer mir«, sagte er fest, seine Stimme stetig und klar. »Und was auch immer Sie vorhaben, ihr müsst durch uns beide.« Seine Worte trafen wie Stahl. Und zum ersten Mal zögerte der Fremde, seine Augen verengten sich, als würde er Klaus ein letztes Mal einschätzen. Dann, ohne ein weiteres Wort, drehte er sich um und bedeutete seinen Begleitern, ihm zu folgen. Die Spannung im Raum ließ nicht nach, bis sie durch dieselben Türen verschwunden waren, durch die sie eingetreten waren. Die Stille, die folgte, war ohrenbetäubend. Zuschauer kehrten langsam zu ihren Sitzen zurück, Flüstern wellten durch die Menge, als sie versuchten, Sinn aus dem zu machen, was gerade passiert war. Der Richter atmete tief aus und legte seinen Hammer mit zitternder Hand nieder. »Dieses Gericht wird vertagt«, sagte er müde, seine Stimme kaum hörbar über das Gemurmel. Aber Klaus blieb, wo er war, seine Augen immer noch auf die Tür gerichtet. Rex setzte sich schließlich hin,
Seine Knurrer verblasten, obwohl sein Körper wachsam blieb. Klaus griff nach unten, seine Hand streichelte sanft über Rex' Kopf. »Du hast gut gemacht, Kumpel«, flüsterte er, seine Stimme schwer vor Dankbarkeit und Erschöpfung. Als sich der Gerichtssaal langsam leerte, blieb Klaus zurück, seine Gedanken rasten. Er wusste nicht, wer dieser Mann war oder warum sie Rex wollten, aber eines war klar, das war nicht vorbei. Aber für jetzt, als Rex sich gegen sein Bein lehnte, ließ sich Klaus die stille Erleichterung dieses Moments fühlen. Was auch immer kommen würde, sie würden es zusammen angehen. Denn egal was passierte, ihre Bindung war unverbrechlich. Und das war etwas, das niemand wegnehmen konnte. Krass, oder Leute? Aber ich habe das Gefühl, das war erst der Anfang. Die Tage nach dem Gerichtssaalvorfall vergingen langsam für Klaus. Er hatte Rex nie aus den Augen gelassen, nicht einmal für eine Sekunde. In seinem kleinen Apartment in München-Schwabing hielt er die Vorhänge geschlossen und kontrollierte obsessiv jedes Geräusch von draußen. Rex schien es zu spüren, die Anspannung, die ständige Wachsamkeit. Der Hund lag meist vor der Tür, seine Ohren immer aufmerksam, als würde er auf etwas warten. Klaus wusste, dass Rex genauso unruhig war wie er selbst. Am 3. Tag klingelte das Telefon. Klaus zögerte, aber als er die Nummer der Bundeswehrverwaltung erkannte, nahm er ab. »Herr Weber, hier ist Oberst Müller vom Verteidigungsministerium. Wir müssen reden.« Klaus' Griff am Hörer verstärkte sich. »Worüber?« »Es geht um Rex. Und um die Männer, die im Gerichtssaal waren. Wir haben Informationen erhalten, dass es sich um eine private Militärfirma handelt. Sie sammeln speziell ausgebildete Tiere für Aufträge im Ausland.« Klaus' Blut gefror in seinen Adern. »Was für Aufträge?« »Das können wir am Telefon nicht besprechen. Können Sie heute ins Ministerium kommen? Und bringen Sie Rex mit. Es ist zu Ihrer beider Sicherheit.« Nach dem Anruf saß Klaus eine Stunde lang regungslos da. Rex kam zu ihm und legte seinen Kopf auf Klaus' Knie, als würde er spüren, dass etwas nicht stimmte. »Sie wollen dich wirklich, nicht wahr, Kumpel?« flüsterte Klaus und streichelte Rex' Kopf. »Aber ich lasse nicht zu, dass sie dich bekommen. Niemals.« Er packte eine kleine Tasche mit Rex' Lieblingsspielzeug und etwas Futter. Wenn das Ministerium wirklich helfen wollte, gut. Wenn nicht? Nun, Klaus hatte schon schwierigere Situationen überlebt. Als sie das Apartment verließen, bemerkte Klaus einen schwarzen Van, der seit 2 Tagen in der Straße geparkt hatte. Der Fahrer trug eine Sonnenbrille, obwohl der Himmel bewölkt war. Rex knurrte leise, als sie an dem Van vorbeigingen. Klaus' Hand wanderte instinktiv zu dem Notfallmesser in seiner Jackentasche, ein Überbleibsel aus seiner Militärzeit. »Ich weiß, Rex. Ich sehe ihn auch.« Die Fahrt zum Ministerium würde 20 Minuten dauern. Klaus betete, dass sie es beide lebend schaffen würden. Denn eins war klar geworden. Der Mann im Gerichtssaal hatte nicht geblufft. Sie beobachteten ihn. Sie warteten nur auf den richtigen Moment. Also Leute, die Jagd hat offiziell begonnen. Die Fahrt zum Verteidigungsministerium fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Klaus kontrollierte permanent den Rückspiegel, während Rex auf dem Beifahrersitz angespannt saß. Der schwarze Van folgte ihnen in respektvollem Abstand. Nicht zu nah, aber auch nie aus der Sicht. »Profis«, murmelte Klaus vor sich hin, »das sind definitiv Profis.« Als sie das imposante Gebäude des Ministeriums erreichten, parkte Klaus direkt vor dem Haupteingang. Zu viele Zeugen hier, dachte er, hier würden sie nichts versuchen. Oberst Müller erwartete sie bereits in der Lobby, ein großer Mann mit grau meliertem Haar und einer Narbe am linken Kinn. Seine Uniform war makellos, aber seine Augen zeigten Müdigkeit. »Herr Weber«, begrüßte er Klaus mit festem Handdruck, »und das muss Rex sein.« Der Hund blieb nah bei Klaus. Seine Aufmerksamkeit teilte sich zwischen dem Oberst und den Eingängen des Gebäudes. Sie fuhren mit dem Aufzug in den 3. Stock in ein fensterloses Besprechungszimmer. Auf dem Tisch lagen mehrere Aktenordner und ein Laptop. »Was ich Ihnen jetzt erzähle, verlässt diesen Raum nicht«, begann Müller ernst. »Die Firma heißt Black Paw Operations. Sie rekrutieren ehemalige Militärhunde für private Aufträge in Krisengebieten. Offiziell als Sicherheitsdienst, inoffiziell?« »Inoffiziell was?«, fragte Klaus, obwohl er die Antwort bereits ahnte. »Inoffiziell machen sie Dinge, die reguläre Armeen nicht machen dürfen.« Müller öffnete einen der Ordner. »Rex ist nicht der erste Hund, den sie versuchen zu rekrutieren, aber er ist besonders. Seine Fähigkeiten im Bereich Gefahrenerkennung sind legendär.« Klaus' Fäuste ballten sich. »Sie wollen ihn als Waffe einsetzen.
Schlimmer. Sie wollen ihn klonen, seine DNA analysieren, verstehen, was ihn so besonders macht. Müller legte ein Foto auf den Tisch. Ein Labor mit Käfigen voller Hunde. Das hier ist Ihre Einrichtung in Rumänien. Rex knurrte leise, als würde er die Bilder verstehen. Klaus legte eine beruhigende Hand auf seinen Kopf. »Was können Sie tun?« fragte Klaus. »Offiziell? Nicht viel. Sie operieren international, nutzen Schlupflöcher. Aber«, er senkte die Stimme, »es gibt einen Weg. Wenn Rex offiziell tot wäre, würden Sie das Interesse verlieren.« Klaus starrte ihn an. »Sie meinen, gefälschte Papiere, neue Identitäten, für Sie beide. Ein Neuanfang in Österreich oder der Schweiz.« Es war ein verlockender Gedanke, einfach verschwinden, ein normales Leben führen. Aber Klaus kannte Rex zu gut. Der Hund war ein Soldat genau wie er. Sich zu verstecken lag in ihrer Natur nicht. Und wenn wir Nein sagen? Dann sind sie beide in großer Gefahr. Diese Leute geben nicht auf. Klaus blickte zu Rex hinunter, der ihn mit seinen treuen Augen ansah. Egal was passierte, sie würden es gemeinsam durchstehen. Geben Sie uns 24 Stunden zum Nachdenken. Als sie das Gebäude verließen, war der schwarze Van verschwunden. Aber Klaus wusste, dass das nichts bedeutete. Sie waren da draußen und warteten. Der Waldweg führte sie tiefer in die bayerischen Wälder nördlich von München. Klaus drosselte das Tempo. Das alte Motorrad protestierte bereits gegen die raue Behandlung. Rex saß ruhig hinter ihm. Seine warme Präsenz gab Klaus Kraft. Nach 10 Minuten Fahrt erreichten sie eine kleine Lichtung. Klaus stellte den Motor ab und lauschte. Nur Vogelgezwitscher und das Rauschen des Windes in den Bäumen. Keine Verfolger. »Wir brauchen einen Plan«, murmelte Klaus und stieg vom Motorrad. Rex sprang elegant herunter und begann, die Umgebung zu erkunden. Seine Nase arbeitete fieberhaft, alte Gewohnheiten aus der Militärzeit. Klaus zog den Rucksack hervor und überprüfte den Inhalt. 2 Flaschen Wasser, etwas Hundefutter, sein altes Militärmesser und 200 € Bargeld. Nicht viel für einen Krieg gegen eine internationale Organisation. Dann fiel ihm etwas ein. Sein alter Kamerad, Hauptfeldwebel Thomas Zimmermann, lebte in einem abgelegenen Bauernhof in der Nähe von Landshut. Tom war paranoid, misstrauisch und sammelte Waffen. Perfekt für ihre Situation. Aber erst mussten sie herausfinden, wie tief die Verschwörung reichte. War wirklich Oberst Müller ein Verräter oder wurde er selbst getäuscht? Rex bellte leise. Ein Warnsignal. Klaus folgte seinem Blick und sah in der Ferne einen Hubschrauber, der in weiten Kreisen über dem Wald flog. Suchscheinwerfer tasteten zwischen den Bäumen. »Sie geben nicht auf«, flüsterte Klaus. Rex knurrte zustimmend. Sie mussten das Motorrad verlassen. Zu laut, zu auffällig. Klaus versteckte es unter einem Haufen Äste und Blättern. Von nun an würden sie zu Fuß weitergehen. Klaus kannte sich in Wäldern aus. 20 Jahre Bundeswehr hatten ihm beigebracht, wie man unsichtbar bleibt. Und Rex war der beste Spürhund, den es gab. Er würde jede Falle rechtzeitig erkennen. Sie bewegten sich langsam durch das Unterholz, mieden offene Stellen und nutzten jeden Schatten. Der Hubschrauber kam näher, sein Lärm erschütterte die Stille des Waldes. Plötzlich blieb Rex stehen. Seine Ohren stellten sich auf, sein Körper versteifte sich. Klaus erkannte das Zeichen sofort. Menschen in der Nähe. Durch die Bäume sah Klaus 3 Gestalten in Tarnkleidung, die sich systematisch durch den Wald bewegten. Professionelle Soldaten, keine Amateure. Rex stupste Klaus' Bein an und deutete nach links. Dort war ein kleiner Bach, dessen Plätschern ihre Schritte übertönen würde. Sie folgten dem Wasserlauf bergauf, weg von den Suchteams. Klaus' Prothesen schmerzten, aber er biss die Zähne zusammen. Rex blieb immer nah bei ihm, bereit zu helfen, wenn nötig. Nach einer Stunde erreichten sie eine alte Jagdhütte. Das Dach war teilweise eingestürzt, aber die Wände standen noch. Rex schnüffelte ausgiebig, keine Menschen hier gewesen seit Monaten. Klaus öffnete vorsichtig die Tür. Innen war dunkel und muffig, aber trocken. Ein alter Kamin, ein paar zerbrochene Möbel und in der Ecke eine rostige Eisenkiste. In der Kiste fand Klaus eine Überraschung. Eine alte Bundeswehrfunkanlage, noch funktionsfähig. Jemand hatte sie hier versteckt, wahrscheinlich ein Jäger oder ein anderer Ex-Soldat.
Klaus testete das Gerät. Es funktionierte. Er kannte noch die alten Frequenzen, die Codes. Vielleicht konnte er Kontakt zu anderen vertrauenswürdigen Soldaten aufnehmen. Aber erst mussten sie sich ausruhen. Rex lag bereits vor der Tür und hielt Wache. »Gute Arbeit, Kunkel«, flüsterte Klaus und teilte sein Wasser mit dem Hund. »Morgen finden wir heraus, wer unser wahrer Feind ist.« Die S-Bahn nach Freising war um diese Uhrzeit fast leer. Klaus und Rex saßen im hinteren Waggon. Klaus' Augen wanderten nervös zwischen den wenigen anderen Passagieren und den Fenstern hin und her. Jeder Halt könnte eine Falle sein. Rex lag zu Klaus' Füßen, aber seine Ohren zuckten bei jedem Geräusch. Der Hund war in höchster Alarmbereitschaft, genau wie in den alten Zeiten in Afghanistan. Bei der 3. Station stieg ein Mann in Anzug ein. Unauffällig, aber Klaus bemerkte sofort die Beule unter seiner Jacke. Waffe. Der Mann setzte sich 3 Reihen vor ihnen und blickte nicht einmal in ihre Richtung. Zu professionell, um natürlich zu sein. Klaus' Handy vibrierte. Eine SMS von einer unbekannten Nummer. »Steigen Sie in Unterschleißheim aus. Allein. Der Hund bleibt im Zug.« Klaus löschte die Nachricht sofort. Sie dachten wirklich, er wäre so dumm. Rex und er waren ein Team. Sie trennten sich niemals. Als der Zug sich Unterschleißheim näherte, stand der Mann in Anzug auf und ging zur Tür. Klaus blieb sitzen. Der Mann wartete, bis die Türen sich öffneten, dann drehte er sich um und nickte Klaus zu. »Falsche Entscheidung«, murmelte er, bevor er ausstieg. Klaus' Blut gefror. Sie wussten, dass er die SMS bekommen hatte. Das bedeutete, sie hatten Zugang zu seinem Handy. Oder Oberst Müller? Nein, das konnte nicht sein. Müller war Bundeswehr, ein Ehrenmann. Aber in Krisenzeiten konnte man niemandem trauen. Bei der nächsten Station, Lohhof, stand Klaus abrupt auf. »Komm, Rex, wir steigen aus.« Sie verließen den Zug in letzter Sekunde, gerade als die Türen sich geschlossen. Klaus beobachtete durch die Fenster. 2 weitere Männer, die er nicht bemerkt hatte, standen auf und liefen aufgeregt durch den Waggon. Sie waren in eine Falle getappt, aber Klaus hatte sie rechtzeitig erkannt. Lohhof war ein kleiner Vorort, wenig Beleuchtung, wenig Verkehr. Perfekt für einen Hinterhalt, aber auch perfekt zum Verschwinden. Klaus kannte sich hier nicht aus, aber Rex schien etwas zu wittern. Der Hund zog ihn in Richtung eines kleinen Industriegebiets. Zwischen den Lagerhallen und Werkstätten konnten sie sich verstecken, bis der Morgen kam. Klaus' Handy klingelte. Oberst Müller wieder. »Klaus, warum sind Sie nicht in Freising ausgestiegen? Mein Mann wartet.« »Ihr Mann? Oder einer von Blackpaw?« Schweigen am anderen Ende. Zu langes Schweigen. »Klaus, Sie verstehen nicht!« Klaus legte auf und schaltete das Handy aus. Er riss den Akku heraus und warf ihn in einen Mülleimer. Rex blickte ihn an, als würde er verstehen. Sie waren jetzt vollkommen allein, ohne Hilfe, ohne Verbündete. Nur sie 2 gegen eine internationale Organisation. »Wie früher, Rex«, flüsterte Klaus und streichelte den Kopf seines Partners. »Nur wir 2 gegen die Welt.« In der Ferne hörten sie Sirenen, die Polizei oder Blackpaw. Es spielte keine Rolle mehr. Sie mussten verschwinden. Klaus sah ein verlassenes Autohaus am Ende der Straße. Dort konnten sie sich verstecken und einen Plan machen. Aber tief in seinem Herzen wusste Klaus, dass dies erst der Anfang war. Blackpaw würde nicht aufgeben. Und jetzt wusste er nicht mehr, wem er trauen konnte. Also Leute, das wird richtig heftig. Das verlassene Autohaus war wie ein Geist aus der Vergangenheit. Zerbrochene Fenster, rostige Autoteile und der muffige Geruch alter Öle. Klaus und Rex drängten sich in eine dunkle Ecke hinter einem umgestürzten Schreibtisch. Rex' Nase zuckte nervös. Zu viele fremde Gerüche, aber keine unmittelbare Gefahr. Klaus lehnte sich gegen die kalte Wand und versuchte nachzudenken. Blackpaw hatte Ressourcen, Geld, internationale Verbindungen. Er hatte Rex und seine Militärerfahrung. Das musste reichen. »Wir brauchen einen Plan, Kumpel«, flüsterte Klaus. Rex legte den Kopf schief, als würde er verstehen. Draußen hörten sie Motorengeräusche, langsam, suchend. Klaus kroch zum Fenster und spähte durch einen Riss im dreckigen Glas.
2 schwarze SUVs fuhren langsam die Straße entlang. Ihre Scheinwerfer tasteten jeden Winkel ab. Rex knurrte leise. Klaus legte eine Hand auf seinen Kopf, das Signal für Stillbleiben. Die Fahrzeuge hielten vor dem Autohaus. Klaus' Herzschlag beschleunigte sich. 4 Männer stiegen aus, alle bewaffnet, alle mit militärischer Präzision bewegend. Der Mann aus dem Gerichtssaal war bei ihnen. »Er ist hier irgendwo«, hörte Klaus eine Stimme auf Englisch. »Der Hund kann sich nicht weit verstecken.« Sie begannen das Gebäude zu umkreisen. Klaus wusste, sie hatten vielleicht 5 Minuten, bevor sie gefunden würden. Aber da fiel sein Blick auf etwas in der Ecke. Eine alte Motorradgarage mit einer Suzuki aus den 90ern. Der Tank war leer, aber Klaus bemerkte einen Reservekanister daneben. Rex folgte seinem Blick und wedelte leicht mit dem Schwanz. Selbst der Hund erkannte eine Fluchtmöglichkeit. Klaus prüfte das Motorrad. Der Schlüssel steckte noch im Zündschloss. Typisch für Bayern, dachte er ironisch. Er füllte schnell Benzin nach und betätigte den Anlasser. Nichts. Nochmal. Nichts. Die Stimmen kamen näher. Klaus hörte Schritte, die sich dem Haupteingang näherten. Sein Puls raste. Beim 3. Versuch sprang der Motor an. Laut, sehr laut in der nächtlichen Stille. »Da, im Autohaus«, schrie jemand draußen. Klaus schwang sich auf das Motorrad. »Spring auf, Rex!« Der Hund sprang elegant auf den Sitz hinter Klaus. Seine Pfoten fanden automatisch Halt. Sie hatten das schon unzählige Male in Afghanistan gemacht. Klaus trat das Gaspedal durch und raste durch die Hintertür der Garage, die unter dem Aufprall splitterte. Schüsse peitschten durch die Nacht, Kugeln schlugen in die Wand neben ihnen ein. Sie rasten durch die leeren Straßen von Lohof. Rex klammerte sich fest an Klaus. Der Fahrtwind peitschte ihnen ins Gesicht, aber sie waren frei. Hinter ihnen leuchteten Scheinwerfer auf. Die Verfolgung hatte begonnen. Klaus kannte diese Gegend nicht, aber Rex schien instinktiv zu wissen, wo sie hin mussten. Der Hund bellte einmal. »Rechts abbiegen!« Klaus traute ihm blind und nahm die Kurve. Ein schmaler Waldweg eröffnete sich vor ihnen. Die SUVs waren zu breit und zu schwer für diesen Weg. Sie hatten es geschafft. Vorerst. Aber Klaus wusste, dass Blackpaw nicht aufgeben würde. Sie würden zurückkommen, mit mehr Männern, besserer Ausrüstung. Er musste Rex an einen sicheren Ort bringen. Aber wo war sicher, wenn niemand zu trauen war? Krass, Leute, jetzt wird's richtig wild. Der Waldweg führte sie tiefer in die bayerischen Wälder nördlich von München. Klaus drosselte das Tempo. Das alte Motorrad protestierte bereits gegen die raue Behandlung. Rex saß ruhig hinter ihm. Seine warme Präsenz gab Klaus Kraft. Nach 10 Minuten Fahrt erreichten sie eine kleine Lichtung. Klaus stellte den Motor ab und lauschte. Nur Vogelgezwitscher und das Rauschen des Windes in den Bäumen. Keine Verfolger. »Wir brauchen einen Plan«, murmelte Klaus und stieg vom Motorrad. Rex sprang elegant herunter und begann, die Umgebung zu erkunden. Seine Nase arbeitete fieberhaft, alte Gewohnheiten aus der Militärzeit. Klaus zog den Rucksack hervor und überprüfte den Inhalt. 2 Flaschen Wasser, etwas Hundefutter, sein altes Militärmesser und 200 € Bargeld. Nicht viel für einen Krieg gegen eine internationale Organisation. Dann fiel ihm etwas ein. Sein alter Kamerad, Hauptfeldwebel Thomas Zimmermann, lebte in einem abgelegenen Bauernhof in der Nähe von Landshut. Tom war paranoid, misstrauisch und sammelte Waffen. Perfekt für ihre Situation. Aber erst mussten sie herausfinden, wie tief die Verschwörung reichte. War wirklich Oberst Müller ein Verräter oder wurde er selbst getäuscht? Rex bellte leise. Ein Warnsignal. Klaus folgte seinem Blick und sah in der Ferne einen Hubschrauber, der in weiten Kreisen über dem Wald flog. Suchscheinwerfer tasteten zwischen den Bäumen. »Sie geben nicht auf«, flüsterte Klaus. Rex knurrte zustimmend. Sie mussten das Motorrad verlassen. Zu laut, zu auffällig. Klaus versteckte es unter einem Haufen Äste und Blättern. Von nun an würden sie zu Fuß weitergehen. Klaus kannte sich in Wäldern aus. 20 Jahre Bundeswehr hatten ihm beigebracht, wie man unsichtbar bleibt. Und Rex war der beste Spürhund, den es gab. Er würde jede Falle rechtzeitig erkennen.
Sie bewegten sich langsam durch das Unterholz, mieden offene Stellen und nutzten jeden Schatten. Der Hubschrauber kam näher, sein Lärm erschütterte die Stille des Waldes. Plötzlich blieb Rex stehen. Seine Ohren stellten sich auf, sein Körper versteifte sich. Klaus erkannte das Zeichen sofort. Menschen in der Nähe. Durch die Bäume sah Klaus 3 Gestalten in Tarnkleidung, die sich systematisch durch den Wald bewegten. Professionelle Soldaten, keine Amateure. Rex stupste Klaus' Bein an und deutete nach links. Dort war ein kleiner Bach, dessen Plätschern ihre Schritte übertönen würde. Sie folgten dem Wasserlauf bergauf, weg von den Suchteams. Klaus' Prothesen schmerzten, aber er biss die Zähne zusammen. Rex blieb immer nah bei ihm, bereit zu helfen, wenn nötig. Nach einer Stunde erreichten sie eine alte Jagdhütte. Das Dach war teilweise eingestürzt, aber die Wände standen noch. Rex schnüffelte ausgiebig, keine Menschen hier gewesen seit Monaten. Klaus öffnete vorsichtig die Tür. Innen war dunkel und muffig, aber trocken. Ein alter Kamin, ein paar zerbrochene Möbel und in der Ecke eine rostige Eisenkiste. In der Kiste fand Klaus eine Überraschung, eine alte Bundeswehrfunkanlage, noch funktionsfähig. Jemand hatte sie hier versteckt, wahrscheinlich ein Jäger oder ein anderer Ex-Soldat. Klaus testete das Gerät. Es funktionierte. Er kannte noch die alten Frequenzen, die Codes. Vielleicht konnte er Kontakt zu anderen vertrauenswürdigen Soldaten aufnehmen. Aber erst mussten sie sich ausruhen. Rex lag bereits vor der Tür und hielt Wache. »Gute Arbeit, Kunkel«, flüsterte Klaus und teilte sein Wasser mit dem Hund. »Morgen finden wir heraus, wer unser wahrer Feind ist.« Der Morgen brach grau und nebelig über den bayerischen Wald an. Klaus erwachte von Rex' leisem Knurren, ein Zeichen, dass sich etwas näherte. Durch die Ritzen der Jagdhütte sah er Gestalten zwischen den Bäumen, systematisch jeden Meter absuchend. Die Funkanlage knisterte leise. Klaus stellte sie auf eine alte Notfrequenz ein, die nur wenige Ex-Soldaten kannten. Nach ein paar Minuten meldete sich eine vertraute Stimme. »Hier Specht, wer ruft?« Klaus erkannte die Stimme sofort. Thomas Zimmermann, sein alter Kamerad. »Herr Adler. Tom, ich bin in Schwierigkeiten.« »Klaus? Alter Freund, was ist los?« »Nicht am Funk. Kannst du uns abholen? Wir sind etwa 10 Kilometer nördlich von Freising, alte Jagdhütte, am Hirschbach.« »Uns?« »Rex ist bei mir.« »Tom, es geht um Leben und Tod. Bin unterwegs. 20 Minuten.« Klaus schaltete das Gerät ab. Draußen kamen die Stimmen näher. Rex stand an der Tür, bereit zum Kampf. Aber Klaus wusste, gegen bewaffnete Profis hatten sie keine Chance. »Wir müssen hier raus«, flüsterte Klaus. Er öffnete vorsichtig die Hintertür der Hütte. Ein schmaler Pfad führte bergauf zu einer Felswand. Dort konnten sie sich verstecken. Sie schlichen durch das Unterholz. Rex bewegte sich lautlos wie ein Schatten. Klaus folgte ihm, seine Prothesen kämpften gegen das unebene Gelände. Hinter einem großen Felsen fanden sie Deckung. Von hier aus konnten sie die Hütte beobachten. 3 Männer in Tarnkleidung umstellten das Gebäude, ihre Waffen im Anschlag. Der Anführer sprach in ein Funkgerät. Ziel nicht gefunden, aber sie waren hier, Spuren sind frisch. Klaus' Handflächen schweißten. Diese Männer waren keine Amateure, wahrscheinlich Ex-Militär, genau wie er. Ein Motorgeräusch durchbrach die Stille. Ein alter Bundeswehr-Unimog kämpfte sich den Waldweg herauf. Thomas' Fahrzeug. Die 3 Männer zogen sich sofort zurück, verschwanden zwischen den Bäumen. Profis wussten, wann sie sich zurückziehen mussten. Klaus pfiff leise, das alte Signal aus Afghanistan. Tom hielt sofort an und suchte die Umgebung ab. Klaus winkte vorsichtig aus seinem Versteck. »Klaus, da bist du ja!« Tom sprang aus dem Fahrzeug, sein bärtiges Gesicht zeigte Sorge. »Was zum Teufel ist hier los?« »Erzähl ich dir unterwegs, wir müssen sofort weg.« Rex sprang elegant auf die Ladefläche des Unimog. Klaus folgte mühsam, seine Beine protestierten gegen die Anstrengung. Als sie davonfuhren, sah Klaus im Seitenspiegel, wie die 3 Männer aus dem Wald traten und ihnen nachblickten. Einer sprach bereits wieder in sein Funkgerät. »Sie lassen nicht locker«, murmelte Klaus. »Wer sind Sie?« fragte Tom, während er geschickt durch die Waldwege navigierte. »Black Power Operations, private Militärfirma. Sie wollen Rex.« »Rex? Warum?« »Lange Geschichte.
Aber Tom, ich glaube, Sie haben Leute in der Bundeswehr. Meint ihr sogar im Verteidigungsministerium? Toms Gesicht verdunkelte sich. Das erklärt einiges. Ich hatte gestern seltsame Anrufe. Jemand hat nach dir gefragt. Klaus' Blut gefror. Wer? Oberst Müller. Sagte, du wärst in Gefahr. Krass, Leute. Jetzt wissen Sie wirklich nicht mehr, wem Sie trauen können. Thomas' Bauernhof lag versteckt zwischen sanften Hügeln, umgeben von dichten Wäldern. Der perfekte Ort, um unterzutauchen. Der alte Unimog rumpelte über den Kiesweg, während Rex aufmerksam die neue Umgebung beobachtete. »Willkommen auf der Festung Zimmermann«, grinste Thomas, als sie vor dem rustikalen Bauernhaus anhielten. »Hier findet uns niemand.« Klaus stieg vorsichtig aus und betrachtete das Anwesen. Hohe Zäune, Überwachungskameras. Und Thomas hatte definitiv aufgerüstet seit ihrer letzten Begegnung. Das war kein normaler Bauernhof mehr. »Bist du paranoid geworden?« fragte Klaus. »Realistisch«, antwortete Thomas ernst. »Seit den Enthüllungen über Privatarmeen habe ich aufgehört zu glauben, dass wir Ex-Soldaten in Rente leben können.« Rex sprang von der Ladefläche und begann sofort, das Territorium zu erkunden. Seine Nase arbeitete fieberhaft, viele neue Gerüche, aber keine Gefahr. Im Haus führte Thomas sie in einen gut ausgerüsteten Keller. Waffenschränke, Kommunikationsausrüstung und ein komplettes Überwachungssystem. Von hier aus kann ich jeden Zugang zum Hof überwachen. Klaus erzählte Thomas die ganze Geschichte. Den Gerichtstermin, Black Paar, die Verfolgung und vor allem seine Zweifel an Oberst Müller. Müller? Nachdenklich strich Thomas über seinen Bart. Ich kenne ihn zwar 20 Jahren, er war immer ehrlich. Aber? Vor einem Jahr wurde er nach Berlin versetzt, seitdem ist er anders geworden, distanzierter. Und er hat neue Kontakte. Klaus fühlte, wie sich sein Magen zusammenzog. Was für Kontakte? Internationale Berater, Privatunternehmen, die sich für Militärtechnologie interessieren. Thomas öffnete einen Aktenschrank. Ich habe ein paar Nachforschungen angestellt. Er legte mehrere Fotos auf den Tisch. Klaus erkannte sofort ein Gesicht. Der Mann aus dem Gerichtssaal, aber in Zivil bei einem offiziellen Empfang. Das ist Markus Steiner, ehemaliger GSG-9-Kommandeur, jetzt Geschäftsführer von Black Paw Europe. Klaus starrte auf das Foto. Er war im Gerichtssaal. Er wollte Rex. Black Paw ist größer, als du denkst. Sie haben Verträge mit NATO-Ländern, sammeln Informationen über speziell ausgebildete Tiere. Rex ist nicht ihr erstes Ziel. Thomas zeigte ihm weitere Unterlagen. Listen von Namen, Hunden, Soldaten, alle verschwunden oder unter mysteriösen Umständen gestorben. »Sie bauen eine Privatarmee auf«, flüsterte Klaus. »Mit den besten Hunden, den besten Soldaten.« Rex, der bis dahin ruhig in der Ecke gelegen hatte, stand plötzlich auf. Seine Ohren stellten sich auf, sein Körper versteifte sich. Thomas blickte auf seine Überwachungsmonitore. »Scheiße. 3 Fahrzeuge nähern sich dem Hof. Keine zivilen Kennzeichen.« Klaus' Herz begann zu rasen. »Wie haben Sie uns gefunden?« »Das spielt jetzt keine Rolle.« Thomas öffnete einen Waffenschrank. »Kannst du noch schießen?« Klaus nickte. Seine Hände zitterten nicht mehr. Der alte Soldat in ihm erwachte. »Dann wird es Zeit zu zeigen, dass 2 alte Soldaten und ein Hund mehr wert sind als eine ganze Privatarmee.« Rex knurrte zustimmend. »Die Schlacht war gekommen zu Ihnen.« »So Leute, jetzt geht's richtig zur Sache.« Die Schlacht um den Bauernhof dauerte 3 Stunden. Klaus und Tom kämpften wie in alten Zeiten. Präzise, kalkuliert, unerbittlich. Rex war überall gleichzeitig, warnte vor Flankenangriffen, entdeckte versteckte Scharfschützen. Aber Black Paw hatte unterschätzt, was 2 erfahrene Bundeswehrsoldaten in vertrautem Gelände erreichen konnten. Als der Rauch sich lichtete, lagen 6 Black Paw-Operateure bewegungslos im bayerischen Gras. Markus Steiner selbst lag verwundet hinter einem umgestürzten Fahrzeug. Klaus rollte zu ihm hinüber, Rex an seiner Seite. »Es ist vorbei«, sagte Klaus ruhig. »Rex bleibt bei mir.« Steiner lachte bitter. »Du verstehst immer noch nicht. Black Paw ist nur der Anfang. Es gibt größere Mächte, die Interesse an Hunden wie Rex haben. Dann werden wir auch gegen sie kämpfen. Du, ein alter Mann im Rollstuhl und ein Hund.
Rex knurrte leise, aber Klaus legte eine beruhigende Hand auf seinen Kopf. »Nicht nur wir. Es gibt mehr Soldaten wie Tom und mich, mehr Hunde wie Rex. Und wir werden sie nicht zu euren Waffen machen lassen.« 2 Stunden später traf die echte Polizei ein, alarmiert von Toms Kontakten beim BKA. Die Beweise gegen Blackpaw waren erdrückend. Internationale Haftbefehle wurden ausgestellt. Oberst Müller wurde verhaftet. Er hatte tatsächlich mit Blackpaw zusammengearbeitet, erpresst durch Fotos aus seiner Vergangenheit. Ein weiterer guter Mann, den das System korrumpiert hatte. 3 Monate später saß Klaus in seinem neuen Zuhause. Toms Bauernhof war zu ihrer gemeinsamen Basis geworden. Sie hatten eine Organisation gegründet, Treue Kameraden, ein Schutzprogramm für ehemalige Militärhunde und ihre Händler. Rex lag in der Sonne vor der Veranda, endlich in Frieden. Aber seine Ohren zuckten immer noch bei jedem fremden Geräusch. Einmal Soldat, immer Soldat. Klaus erhielt einen Anruf vom Bundesinnenminister. Die Regierung wollte ihre Hilfe bei einem neuen Problem. Eine russische Organisation versuchte, deutsche Polizeihunde zu rekrutieren. »Was sagst du, Rex?« fragte Klaus seinen Partner. »Noch eine Mission?« Rex bellte einmal, klar und entschlossen. Das war ein Ja. Klaus lächelte. Manche Kriege enden nie, aber solange er Rex hatte, würde er jeden Kampf für die Freiheit annehmen. Ihre Geschichte war zu Ende, aber ihr Krieg für Gerechtigkeit hatte gerade erst begonnen. Also Leute, das war Klaus Weber und Rex. Eine Geschichte über Loyalität, Vertrauen und den Mut für das Richtige zu kämpfen. Wenn euch die Story gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und abonniert für mehr krasse Geschichten aus Deutschland. Und denkt daran, manchmal sind die wahren Helden nicht die Menschen in Uniformen, sondern die treuen Partner an ihrer Seite. Rex hat es bewiesen. Ein Hund ist nicht nur der beste Freund des Menschen, er kann auch sein Retter sein. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.